Gewichtszunahme, Erbrechen, mehr Angst, Herzprobleme, für immer abhängig von Antidepressiva. Das sind nur einige Nebenwirkungen von Psychopharmaka. Doch warum wird so wenig über Langzeitschäden berichtet? Mit diesem Video möchte ich dich heute warnen, damit du davon verschont bleibst. Mit diesem Video möchte ich alle Menschen ansprechen, die gerade darüber nachdenken, Antidepressiva oder irgendwelche Psychopharmaka nehmen zu wollen, oder auch die Menschen, die bereits Psychopharmaka, Antidepressiva nehmen, und aber auch die Menschen, die schon Antidepressiva genommen haben. Denn es ist leider nicht so, dass es nur Nebenwirkungen gibt, die in diesem Zeitraum sind, in dem wir die Antidepressiva genommen haben. Nein, es gibt tatsächlich Langzeitschäden, die ein ganzes Leben lang bestehen bleiben können. Und ich habe viel recherchiert und ich bin sehr traurig darüber, dass so wenig darüber berichtet wird. Also es wird über alle möglichen verschiedenen Nebenwirkungen grundsätzlich immer darüber berichtet, wie es zum Beispiel ist, dass man Erbrechen hat, Gewichtszunahme etc. Und es wird alles immer ein bisschen, so hat man so ein bisschen so das Gefühl, verharmlost. Aber die Tatsache ist, dass es ganz gravierende Langzeitschäden gibt, von denen ich Gott sei Dank verschont geblieben bin. Gott sei Dank, denn in meiner Zeit, wo es mir so schlimm ging, habe ich ja auch sehr, sehr, sehr lange gehadert, Antidepressiva zu nehmen. Und das liegt einfach nur mal daran, weil man es einfach nicht mehr aushaltet. Und hier mal an dieser Stelle mal ganz kurz mal ein Appell an alle Familienangehörigen, Freunde, Verwandtschaft etc., Bekannte. Die Person, die darunter leidet, die spielt das nicht. Das sind unvorstellbare Qualen und man sieht es einen auch nicht an. Aber wenn der Kopf den ganzen Tag keine Ruhe gibt, sich die Gedanken im Kreis drehen, jeder einzelne Zwangsgedanke nach oben schießt, der so ein Gefühl auslöst, als wäre man auf 180, als würde man gerade versuchen, sein Leben zu retten, obwohl das Leben gar nicht in Gefahr ist, dann sind das Höllenqualen, die sich kein Mensch vorstellen kann, der noch nicht eine psychische Problematik entwickelt hat. Es ist wirklich die Hölle auf Erden, wenn man dann auch noch Depressionen entwickelt, kaum noch aus dem Bett rauskommt, der Körper nachzieht, man Rückenschmerzen kriegt, Verspannungen etc., dann ist das einfach gar kein Leben mehr, an dem man sich erfreuen kann. Und deswegen erstmal, das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, ich kann euch absolut verstehen, dass man da früher oder später den Gedanken bekommt, hey, was soll's, ich will eigentlich keine Chemie nehmen, ich will keine Psychopharmaka nehmen, aber das kann man ja so auch nicht mehr aushalten. Also das ist erstmal total nachvollziehbar und ich habe da auch vollstes Verständnis dafür. Und auch mal eines vorweg, es ist wichtig zu wissen, es ist irgendwo teils ja nicht verkehrt, dass es solche Dinge gibt, damit man das schlimme Leid eines Menschen kurzfristig lindern kann. Nur eine dauerhafte Lösung können solche Pillen auf jeden Fall niemals sein. Man muss an sich selber arbeiten. Sprechen wir doch einmal über die dunkle Wahrheit. Die sehr dunkle Wahrheit, die vor allen Dingen extrem schambehaftet ist. Sie ist sehr schambehaftet. Sehr viele Menschen trauen sich nicht mal darüber zu sprechen. Vor allem Männer, weil es so schambehaftet ist. Und jetzt möchte ich sehr, sehr gerne von dir wissen, ob dein Psychiater dir davon etwas erzählt hat. Und wenn ja, schreib es mir mal unten bitte in die Kommentarbox hinein. Und wenn nein, dann schreib es mir bitte auch in die Kommentarbox hinein. Es geht um ein sogenanntes PSSD-Syndrom. Das ist ein Post-SSRI sexuell Dysfunktion, auf Englisch Dysfunktion. Das bedeutet, die Menschen können sehr, sehr lange Zeit, Jahre, Jahrzehnte und in sehr, sehr vielen Fällen nie wieder
auf irgendeine Art und Weise ein vernünftiges Intimleben haben. Und jetzt wird es sehr, 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 sehr spannend, denn ich werde dir jetzt ja gleich nicht nur über die Symptome berichten, sondern ich werde dir auch erklären und zeigen, was du dagegen unternehmen kannst, auch wenn es nicht eine Heilung ist, aber es dich unterstützen kann. Aber fangen wir doch erstmal an, was ist dieses PSSD? Du hast höchstwahrscheinlich schon gehört, dass dein Psychiater dir gesagt hat, wenn du diese Antidepressiva nimmst, dass du unter Umständen eine eingeschränkte Sexualität hast. Also bei den Männern wäre es eine erektile Dysfunktion, man hat früher auch Impotenz gesagt. Und die allermeisten Menschen denken dann, ja gut, eine Zeit lang, damit kann ich ja leben, dann ist ja auch mein Leid zumindest gelindert und das ist auch alles schön und gut, das ist in Ordnung, aber mir hat noch keiner oder irgendjemand gesagt, dass das für immer bleiben kann. Tatsache ist aber, man muss es sagen, das ist richtig, dass es ein kleinerer Teil ist, wo das für immer bleibt. Das hilft aber nichts, wenn du oder ich in dem Fall dann davon betroffen bist, denn das hat ja sehr, sehr gravierende Folgen, wenn man mal überlegt. Fangen wir mal einmal kurz dazu an. Bei den Männern ist Folgendes. Vielleicht hast du noch keine Kinder. Vielleicht willst du aber mal Kinder bekommen. Wenn du das möchtest, wenn du ein PSSD entwickelt hast, dann ist deine Spermafunktion eingeschränkt oder womöglich gar nicht mehr funktionsfähig. Das bedeutet, wenn du dann Kinder haben möchtest, dann geht es dann halt wahrscheinlich nur noch über eine künstliche Befruchtung. Aber das ist nur eine Sache. Es kommt noch weiter. Die Erektionsfähigkeit ist so stark eingeschränkt, dass es praktisch Geschlechtsverkehr gar unmöglich macht. Also das mal so am Rande. Ejakulationsstörungen sind öfters zu beobachten. Und was sehr, sehr deprimierend ist, dass es starke Orgasmusstörungen gibt. Das heißt, der Orgasmus ist verzögert oder kommt in manchen Fällen gar nicht mehr vor. Wenn man beim Mann zum Beispiel das Glied anfasst, dann fühlt sich das an, als wäre das so wie hier, als würde ich meine Haut anfassen. Ja, ist halt ein Stück Haut. Bei der Frau kommt es zu Scheidentrockenheit. Die Libido ist gar nicht da, mäßig bis, ja, da ist einfach nichts da. Beim Mann übrigens genauso. Also das heißt, Sexualität, daran wird nicht mehr gedacht, etc. Und jetzt denken sich vielleicht viele, ja gut, das ist schon sehr schlimm, vor allem wenn man jünger ist. Aber was zieht denn das noch alles nach sich? Das zieht vieles nach sich. Bei Männern ist sehr, sehr häufig zu beobachten, dass das Selbstwertgefühl leidet. Das heißt, Männer fühlen sich nicht mehr richtig männlich. Frauen berichten auch, dass sie sich nicht mehr so richtig weiblich fühlen. Wenn man in einer Beziehung ist, kommt es zu Beziehungsproblemen. Das Intimleben leidet stark darunter. Und vor allen Dingen Männer neigen dann dazu, aufgrund dieser Symptomatik eine neue psychische Problematik zu entwickeln in Form vielleicht von Minderwertigkeitskomplexen, Depressionen etc. Und das sind ja alles solche Dinge, die wirklich sehr gravierend sind. Und ich vermisse es oder vielleicht täusche ich mich auch. Schreib's mir mal in die Kommentarbox hinein. Sagt dir das dein Arzt, dass das passieren kann, dass du dadurch einen Langzeitschaden bekommen kannst, der nicht mehr reversibel ist. Also in den meisten Fällen ist er tatsächlich nicht mehr reversibel. Das PSSD-Syndrom kann ein Leben lang bestehen bleiben. Das heißt, du lebst ein Leben lang mit diesem Syndrom. Und jetzt kommt der absolute Oberhammer, der mir persönlich den Vogel weggeschossen hat, wenn man mal Real Talk reden darf. Nämlich, der eine oder andere wird jetzt sagen, naja, Gott sei Dank, da muss man sich erstmal sehr, sehr lange Zeit nehmen, damit sowas Schlimmes passieren kann. Aber nein, hey, bereits nach 3, 4, 5, 6, 7 Tagen eines Präparats, zum Beispiel eines Escitalopram, ein SSRI, kann dazu führen, dass man
da schon ein sogenanntes PSSD-Syndrom entwickelt. Das muss man sich mal vorstellen. Du nimmst das 3 oder 4 Tage und kriegst schon so ein Syndrom. Und das betrifft nicht nur das Escitalopram, sondern alle SSRI. Und gerade die SSRI sind ja diejenigen, die am meisten verschrieben werden. Also zum Beispiel unter anderem das Sertralin, das Fluoxetin, das Fluvoxamin, die alle aus dem SSRI-Bereich, ich blende hier einmal ganz kurz hier rein, die können dieses Syndrom tatsächlich auslösen. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, was das alles nach sich zieht, was das alles für Probleme dann im Nachhinein macht, dass man dann zu seinem Arzt hingeht und sagt, hey, ich habe da jetzt dieses Problem und wenn man überhaupt hingeht, weil man sich ja vor allem bei den Männern ist es ja sehr schambehaftet, dass man dann erst gar nicht hingeht und sagt, oh, mir ist das so peinlich, ich kann ja gar nicht darüber sprechen. Da muss man sich dann mal vorstellen, wenn man dann zu seinem Arzt hingeht und dann hingeht und ihnen das dann sagt, ja, gehört halt leider dazu, kann man nicht heilen, ist auch nicht reversibel. Sie können nur hoffen, vielleicht haben sie mal Glück und es kommt mal wieder zurück. Aber wissen tut's im Endeffekt eigentlich keiner. Naja, und jetzt bin ich bestimmt nicht derjenige, der jetzt gerade aufgrund dieser ganzen Aussagen, die ich getroffen habe, dir sagen würde, naja, dann nimm doch dieses oder jenes Medikament, damit es wieder besser wird. Aber hey, ich habe ja vorhin, also bereits in dieses Video schon erwähnt, dass das nicht heilbar ist bzw. nicht reversibel, aber man kann was dagegen unternehmen. Bei den Männern könnte man zum Beispiel sagen, dass man einen sogenannten BD5-Hämmer verschreibt. Das wäre hier zum Beispiel ein sogenanntes Tadalafil, wenn du davon bereits betroffen bist. Ein Tadalafil, ja, was ist denn ein Tadalafil? Ein Tadalafil wurde früher unter dem Markennamen Cialis verkauft. Das Patent Cialis ist abgelaufen, deswegen wird es nur noch mit den Wirkstoffnamen Tadalafil verkauft. Ein berühmter Konkurrent wäre zum Beispiel das sogenannte Viagra, dessen Patent auch ausgelaufen ist mit dem Wirkstoff Sildenafil. Das sind alles aus der Familie BD5-Hämmer. Dieses Medikament kann man einnehmen als Dauermedikation in 5 Milligramm. Wenn man das dauerhaft einnimmt, dann kann es dafür gut sein, dass man wieder eine Erektion und eine Standhaftigkeit da unten wieder bekommt. Aber hey, du kannst dieses Medikament nicht einfach so nehmen, du musst vorher zu deinen Kardiologen gehen, dein Herz dir abchecken lassen. Wenn der sagt, da ist wirklich alles okay, da ist alles in Ordnung, dann kannst du Tadalafil 5 Milligramm als Dauermedikation tatsächlich einnehmen. Es ist aber eins wichtig zu wissen, dieses Tadalafil hilft nicht für deinen sexuellen Trieb, sondern es hilft nur, die erektile Dysfunktion zu behandeln, eventuell auch zu verbessern. Aber es hilft nicht dafür, dass du hier oben in deinen Kopf wieder einen sexuellen Drive bekommst und jetzt wieder Lust drauf hast, mit anderen, ja, in Kontakt zu treten und die Gedanken sich wieder in diese und jede Richtung dreht, also praktisch die Libido, das kann nicht verändert werden. Da kann aber ein sogenanntes Testogel dir helfen. Das ist ja ein Testosterongel. Aber hey, das kannst du auch nicht einfach so nehmen. Es ist übrigens auch rezeptpflichtig, sondern du kannst es nur dann nehmen, wenn bei dir tatsächlich ein Testosteronmangel festgestellt worden ist, wenn du vorher zu deinem Arzt gehst und dir Blut abnehmen lässt. Da sind bestimmte Werte wichtig, wie zum Beispiel das Gesamttestosteron, SHGB-Wert und das freie Testosteron. Wenn da, aber auch LH, FSH, das sind die Hormone, die das Testosteron steuern. Wenn da was auffällt, dass das nicht ganz so irgendwie richtig läuft, kann der Arzt dir für eine Zeit lang Testosterongel verschreiben, dass du dir dann jeden Tag circa 2 Pumphübe auf deine Haut aufträgst und das kann dann die Libido auch wieder verbessern, aber nicht heilen. Und wie gesagt, du kannst das nur nehmen, wenn bei dir wirklich sowas im Blut festgestellt worden ist. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, ist es sehr gesundheitsschädlich und würde unter Doping fallen. Bei den Frauen ist Folgendes zu sagen, hier gilt Ähnliches wie bei den Männern. Ihr könnt euch Blut abnehmen, wenn da irgendwas auffällig ist, zum Beispiel im Östrogenmangel, Progesteron und da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann kann man gegebenenfalls der Frau ein Östradiol-Gel geben, das vielleicht für die Libido unter Umständen verbessern kann. Gesichert ist da aber nichts und bewiesen ist da auch nichts, dass das 100%ig dann wirken kann. Und ob das mit dem PSSSD vereinnehmbar ist, das muss man dann individuell schauen.
Wenn Frauen unter einer Scheidentrockenheit unten leiden, dann kann man ihr sogenannte verschiedene Vaginalcremen geben, dass das wieder befeuchtet wird und dann man da versuchen kann, dann wieder Geschlechtsverkehr miteinander zu haben. Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, das sind alles keine Dinge, die zu einer Heilung führen, sondern höchstens bestenfalls zu einer Verbesserung der Symptomatik. Vielleicht schreckt dich das Ganze jetzt ab und ich finde auch zu Recht und denkst jetzt dir vielleicht, ja, ich würde ganz gerne einfach selber an mir arbeiten und dafür Lösungen finden. Dann solltest du vielleicht dieses Video mal ansehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.